Hallo und herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe Fairnews aktuell im Jahr 2024. Heute geht es unter anderem um folgende Top-Themen. Millionenschwere Investitionen in Hirtshals, wie sich der dänische Hafen für die Zukunft rüstet. Balearia übt Kaufoptionen aus, ehemalige Honfleur nun dauerhaft im Mittelmeer unterwegs. E-Flexer für Corsica Linea, die Fortsetzung der erfolgreichen Bauserie von Stena RoRo. Das alles und noch vieles mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe Fairnews aktuell. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Viking Cinderella zurück auf Helsinki-Stockholm. Ab dem 8. März 2024 wird die Viking Cinderella nach über 20 Jahren Abstinenz zurück auf die Verbindung Helsinki-Stockholm kehren. Bei ihrer Indienststellung im Jahr 1989 galt die damals noch Cinderella heißende Fähre als größte und luxuriöseste Autofähre der Ostsee. Im Jahr 2003 wurde der vormals rote Rumpf des Cinderella weiß gestrichen und das Schiff in Viking Cinderella umbenannt. Bis zuletzt bediente sie dann die Route Stockholm-Mariam mit einigen wenigen Sommerbesuchen in Helsinki. Obwohl die Viking Cinderella seit fast 20 Jahren keinen finnischen Hafen mehr angelaufen hat, ist sie für viele Finnen trotzdem immer noch ihr unangefochtenes Lieblingsschiff. Eine Reihe kultureller Phänomene wurde damals auf der Cinderella geboren. Das Schiff ist für seine angesagten Künstler, an Bord gedrehte beliebte Fernsehshows und Kreuzfahrten bekannt. Zur Jahrtausendwende heirateten 70 Paare am selben Tag an Bord des Schiffes. Kein Wunder, dass die größten Fans der Cinderella das Schiff als Loveboat bezeichnen. Johanna Böjer Swanström, Senior Vice President of Corporate Communications bei Viking Line, betont, man sei genauso begeistert wie viele ihrer Fahrgäste, dass man die Viking Cinderella zurück nach Helsinki bringen könne, um die Route gemeinsam mit der Gabriella zu bedienen. Es gäbe auch einen zweiten Grund zum Feiern. Viking Line nahm den Dienst nach Helsinki 1974 auf, man feiere also auch den 50. Jahrestag der Aufnahme der Route, führt sie fort. Polferrys Neubau nimmt Gestalt an. Die italienische Cantiere Navale Vicentini in Portoviro baut derzeit eine neue Ropax-Fähre der altbekannten Vicentini-Klasse in ihrer neuesten Version, welche die Flotte von Polferrys ergänzen soll. Hierfür wurde bereits im August 2022 ein Chartervertrag für 10 Jahre mit der polnischen Reederei unterzeichnet. Die Fähre weist große Ähnlichkeit mit der im letzten Jahr für Corsica Linea in Dienst gestellten A Galeotta auf, fällt aber insgesamt mit 216 Meter Länge 10 Meter länger als ihre Halbschwester aus. Außerdem verfügt sie mit 2940 Lademetern über eine um ca. 500 Lademeter gesteigerte Transportkapazität. Sie bietet somit Platz für 140 bis 145 Standard-Lkw auf 3 Ladedecks sowie etwa 200 Pkw auf 2 weiteren Pkw-Decks. Die Fähre soll Platz für 920 Passagiere und 60 Besatzungsmitglieder bieten und Mitte dieses Jahres auf der Strecke Świnoujście-Ystad zwischen Polen und Südschweden in Betrieb gehen. Sie wird auf den Namen Varsovia getauft werden. Epsilon in Fahrt. Die Epsilon der polnischen Unity Line absolvierte am 23. Januar 2024 ihre Premierenfahrt auf der Strecke Świnoujście-Trelleborze. Der Neuzugang in der Unity Line Flotte wird nun täglich um 2:15 Uhr in der Nacht von Świnoujście aus nach Trelleborze ablegen, wo sie um 8:35 Uhr ankommen soll. Die Rückfahrt startet dann jeweils um 15:55 Uhr ab Trelleborze mit Ankunft um 22:15 Uhr in Świnoujście. Epsilon wurde 2011 auf der italienischen Vicentini-Werft gebaut, ist 186 Meter lang und 25 Meter breit. Sie bietet Platz für bis zu 299 Passagiere und verfügt über fast 2860 Lademeter für bis zu 60 Pkw und 134 Lkw. Sie ist damit die größte und neueste Fähre in der Unity Line Flotte. Millionenschwere Investitionen in den Hafen von Hirtshals. Der Hafen von Hirtshals soll erweitert werden, um einerseits die Schifffahrtsbedingungen zu verbessern, sodass größere Schiffe auch bei ungünstigeren Wetterbedingungen als bisher im Hafen anlegen können, und um andererseits Rangier- und Industrieflächen auf dem Hafengelände zu schaffen. In diesem Zusammenhang hat der Port of Hirtshals nun eine EU-Ausschreibung für die Bauarbeitenerweiterung mit einem Gesamtbudget von rund 1 Milliarde dänischen Kronen, was in etwa 134 Millionen Euro entspricht, bekannt gegeben. Per Holm Nørgaard, CEO von Port of Hirtshals, stellt heraus, dass man mit dieser Ausschreibung einen weiteren wichtigen Schritt zur Realisierung des Hafenausbaus mache, der 2027 abgeschlossen sein soll. Sie unterstreiche einmal mehr die substanzielle Entwicklung des Hafens von Hirtshals, die die entscheidende Rolle des Hafens als zentraler Verkehrsknotenpunkt zwischen Norwegen und Europa unterstützen solle. Außerdem stellte er die Schlüsselfigur des Hafens bei der grünen Transformation heraus, bei der sowohl die Anlagen des Hafens als auch die Schifffahrtsbedingungen von entscheidender Bedeutung seien. Der Hafen von Hirtshals stellt einen besonderen Knotenpunkt im dänisch-norwegischen Fährverkehr dar, da sowohl Fjordline mit den Verbindungen nach Kristiansand, Bergen und Stavanger, als auch Color Line mit den Routen nach Kristiansand und Larvik
hier ihren Ausgangspunkt haben. Des Weiteren bedient Smyril Line die Verbindungen nach Tórshavn auf den Färöerinseln sowie ab Mitte März bis nach Seyðisfjörður auf Island. Im Jahr 2022 verzeichnete der Hafen mit seinen 4 Liegeplätzen für Fährschiffe einen Umschlag von 2,369 Millionen Passagieren und 780.000 Pkw. Autonome Fährverbindung in Norwegen geplant. Fjordein und das norwegische Straßenverkehrsamt haben einen Vertrag über den Betrieb der nationalen Straßenfährverbindung E39 zwischen Lavik und Oppedal unterzeichnet. Fjordein wird die Verbindung von 2026 bis 2034 mit 4 Schiffen betreiben. Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung des Vertrags um bis zu 3 Jahre. Die Verbindung Lavik-Oppedal ist die 9. größte Fährverbindung in Norwegen. 2022 wurden 1,2 Millionen Autos auf der Relation befördert. Der Vertrag umfasst außerdem die Entwicklung vollautomatischer Lösungen für alle 4 Fähren ab 2027. Insgesamt 23 verschiedene Funktionen werden im Vertrag beschrieben, die automatisiert werden sollen. In Summe werden die Fähren schlussendlich die Route vollkommen autonom bedienen können. Zusätzlich soll an Land ein Kontrollzentrum errichtet werden, das die Überwachung und die Fernsteuerung der Fähren ermöglicht. Für die Route werden 4 neue Fähren in Auftrag gegeben, die jeweils eine Kapazität für 120 Fahrzeuge bieten. Pride of Canterbury zum Abwracken verkauft. Nach der Pride of Burgundy sowie der Pride of Kent beendet ein weiterer Ärmelkanal-Klassiker der britischen P&O-Ferries seine Karriere. Die Pride of Canterbury wird nach Aliaga in die Türkei verkauft, wo sie recycelt werden soll. Dasselbe Schicksal ereilte bereits ihre beiden eingangs erwähnten Schwestern. Dies geschieht infolge der Indienststellung der neuen P&O Pioneer vergangenes Jahr, mehr dazu in der Juni-Ausgabe Fairnews aktuell aus 2023, sowie in Vorbereitung der wohl nun für dieses Jahr geplanten Indienststellung ihrer Schwester P&O Liberté, welche sich derzeit noch auf dem Weg von China in Richtung Ärmelkanal befindet. Durch die Doppelendbauweise dieser Neubauten ist ein Drehen vor dem Anlegen bzw. nach dem Ablegen der Fähren nicht nötig, weshalb für die Überfahrt zwischen Calais in Frankreich und Dover in England Zeit und Treibstoff gespart werden kann. DFDS gibt Verbindung Calais-Tilbury auf. Der DFDS-Dienst zwischen dem französischen Calais und dem englischen Tilbury wird mit Wirkung vom 1. Januar 2024 unter Hinweis auf betriebliche Schwierigkeiten und eine herausfordernde Marktentwicklung eingestellt. Seit dem 18. Dezember 2023 bietet DFDS daher wieder unbegleitete Trailertransporte zwischen Calais und Dover an. DFDS bietet somit nun sowohl begleitete als auch unbegleitete Dienste über den Ärmelkanal, über Dover-Dunkirk und Dover-Calais an. Stena Line unterzeichnet wichtigen Vertrag mit Peelports Group. Stena Line hat mit der Peelports Group, einem großen britischen Hafenbetreiber, einen bedeutenden Vertrag über den Betrieb vom Hafen Heysham aus für die nächsten 77 Jahre bis zum Jahr 2100 unterzeichnet. Die schwedische Fährgesellschaft betreibt zweimal täglich einen Frachtdienst zwischen Belfast und Heysham, der einen wichtigen Handelskorridor zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich darstellt. 2023 kündigte Stena Line außerdem eine millionenschwere Investition in die Strecke Belfast-Heysham an. 2 neu gebaute hochmoderne Newmax-Fähren, die die Frachtkapazität um 80% erhöhen werden, sollen ab 2025 auf der Strecke eingesetzt werden. Diese Hybridfähren werden für den Betrieb mit Methanolkraftstoff ausgerüstet und stellen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von Stena Line zu einer nachhaltigen Schifffahrt dar. Peelports plant in Zusammenarbeit mit Stena Line Investitionen in ein neues Terminal-Management und ein automatisches Abfertigungssystem, um die Kundenerfahrung im Hafen zu verbessern. Außerdem soll die Abstellfläche für Trailer im Hafen an die größeren Schiffe angepasst werden. Darüber hinaus wollen beide Parteien die Infrastruktur im Hafen von Heysham anpassen, um den Neubauten eine Versorgung mit Landstrom während ihrer Hafenliegezeiten ermöglichen zu können. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen des langfristigen Ziels, einen grünen Schiffskorridor zu schaffen. Mehr Abfahrten zwischen Huelva und den Kanarischen Inseln. Balearia und Fred Olsen Express nehmen eine neue Fähre auf der Strecke zwischen Huelva und den Kanarischen Inseln in Betrieb, die ab dem 13. Januar 2024 3-wöchentliche Abfahrten ermöglicht. Die Sicilia ergänzt die bereits auf der Route verkehrende Marie Curie, sodass nun sowohl für den Fracht- als auch für den Passagierverkehr 3-wöchentliche Abfahrten in jede Richtung anstatt der bisherigen 2 Abfahrten angeboten werden können. Der Generaldirektor von Balearia, Georges Basol, hebt insbesondere die Umweltfreundlichkeit der Sicilia hervor, die mit LNG verkehrt. Dies ermögliche dem Joint Venture das Angebot zu verbessern und allen Reisenden den besten Service auf dieser Strecke zu bieten. Der Flottendirektor von Fred Olsen Express, Juan Ignacio Iliano, ergänzt,
dass die Integration dieses neuen Schiffes die Bedeutung der Verbindung zwischen den Kanarischen Inseln und Huelva unterstreiche. Die Route bietet eine Verbindungsalternative, bei der ein komfortabler und hochwertiger Service geboten wird. Ab dem 13. Januar 2024 wird es nun jeweils am Dienstag, Freitag und Samstag von Huelva aus nach Teneriffa und Gran Canaria gehen. Die Rücktour startet jeweils dienstags, donnerstags und sonntags. Die Änderung der Fahrpläne wurde den Passagieren, die eine Reservierung hatten, bereits mitgeteilt. Im November 2023 feierten Fred Olsen Express und Balearia ihr 5-jähriges Jubiläum als gemeinsame Betreiber der Routen zwischen den Kanarischen Inseln und der Iberischen Halbinsel. In den ersten 5 Jahren haben die beiden Unternehmen gemeinsam 1 Million Lademeter und mehr als 155.000 Passagiere zwischen Huelva und den Kanarischen Inseln befördert. Balearia übt Kaufoption für Rusadir aus. Balearia hat eine Option zum Kauf der Ropax-Fähre Rusadir ausgeübt. Die LNG-Fähre befindet sich seit April letzten Jahres im Charter bei Balearia. Die 187 Meter lange und 31 Meter breite Rusadir, die auf der Strecke Malaga-Melilla eingesetzt wird, hat eine Kapazität von 1670 Passagieren und fast bis zu 2600 Lademeter Fracht. Außerdem verfügt die Rusadir über 261 Kabinen, 2 Cafés, ein Restaurant, ein Shop, einen Kinderbereich, einen Kinosaal, einen Gebetsraum, eine Terrasse und zahlreiche Loungebereiche. Ursprünglich wurde die Rusadir 2017 von Brittany Ferries bei der Flensburger Schiffsbaugesellschaft FSG als Honfleur bestellt und sollte das neue mit LNG betriebene Flaggschiff von Brittany Ferries werden. Im Jahr 2020 entschied sich Brittany Ferries dann jedoch aufgrund von massiven Verzögerungen beim Bau des Schiffes den Neubauauftrag zu stornieren. Die Honfleur sollte damals die alternde Normandie auf der Strecke Portsmouth-Ouistreham ersetzen. Neue Verbindung zwischen Île Rouge und Toulon. Ab dem 6. April 2024 wird La Méridionale mit der Caliste eine neue regelmäßige Verbindung zwischen Toulon auf dem französischen Festland und Île Rouge auf Korsika anbieten. Geplant sind 3 Abfahrten pro Woche und Richtung, die in der Hochsaison durch einen 4. Umlauf mit Zwischenstopp in italienischen Livorno ergänzt werden. Die Caliste wurde 1993 in Finnland gebaut und ist somit das älteste Schiff in der Flotte von La Méridionale. Sie verfügt über 2200 Lademeter und erreicht mit einer Länge von 165 Metern und einer Breite von 29 Meter eine Höchstgeschwindigkeit von 19 Knoten. E-Flexer für Corsica Linea. Corsica Linea und Stena Aurora haben einen Vertrag über einen neuen E-Flexer mit LNG-Antrieb unterzeichnet. Dieser 13. E-Flexer soll im März 2026 in Dienst gestellt und mit einer Kaufoption an Corsica Linea verchartert werden. Auch der 13. E-Flexer wird auf der CMI Jingling Werft im chinesischen Weihai gebaut. Der Neubau wird nach der 2022 abgelieferten Ajaliota das zweite LNG-Schiff in der Flotte von Corsica Linea sein. Für Stena Aurora wird es der erste E-Flexer sein, der in den Mittelmeerraum geliefert wird. Pierre-Antoine Villanova, CEO von Corsica Linea, betont, dass die Aufnahme dieses zweiten neuen LNG-Schiffs in die Flotte ein starkes Signal sei, das dem ehrgeizigen Kurs entspreche, bis 2030 die modernste Reederei im Mittelmeerraum zu werden. Dabei liege der Fokus insbesondere auf der Kundenzufriedenheit, dem ökologischen Wandel und dem sozialen Engagement. Das neue Schiff soll 203 Meter lang und 27,8 Meter breit sein und einen Tiefgang von 6,5 Meter aufweisen. Zudem soll eine Kapazität von 1000 Passagieren geschaffen werden, für die 235 Kabinen zur Verfügung stehen werden. Auf 2300 Lademetern wird Platz für Fracht zur Verfügung stehen. Die umweltfreundlichen Multifuel-Schiffsmotoren von Wärtsilä ermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von 23 Knoten. Stena Aurora hat derzeit 13 bestätigte Aufträge für E-Flexer-Schiffe sowie für 2 sogenannte New Max Roro-Schiffe. Alle Neubauten entstehen auf der CMI Jingling Werft in Weihai. Insgesamt werden nun 6 Schiffe gleichzeitig auf der Werft gebaut. Bislang wurden 9 Schiffe ausgeliefert. Moby Vinci und Shan an MSC verkauft. Moby wird die beiden Fähren Moby Vinci und Shan in den kommenden Monaten an ein von der MSC kontrolliertes Unternehmen verkaufen. Konkret sollen die Fähren von Apontes Conglomerate im Maritime Limited für eine Gesamtsumme
von 109 Millionen Euro erworben werden. Dieser Verkauf ist Teil des Aktionärsdarlehens, das von der Mediterranean Shipping Company zur Verfügung gestellt wurde, um Moby bei der Rückzahlung der Schulden und dem Abschluss des finanziellen Umstrukturierungsplans mit den Gläubigern zu unterstützen, der im vergangenen Sommer vom Gericht in Mailand genehmigt wurde. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen des Milliardärs Gianluigi Aponte für einen Betrag von bis zu 150 Millionen Euro eine 49%ige Beteiligung an der angeschlagenen Moby erworben. Die Moby Vinci wurde als Nurages gemeinsam mit ihrer Schwester Schaden bei der Fincantieri di Castelmare di Stabia gebaut. 2023 wurde die Nurages von Moby Lines übernommen und erhielt den Namen Moby Vinci. Beide Schiffe haben eine Länge von 214 Metern, eine Breite von 26 Metern und bieten Platz für 2910 Passagiere sowie auf 1900 Lademeter Platz für Fracht. Mit einer Geschwindigkeit von 28 Knoten gehören sie zu den schnelleren Ro-Pax-Fähren im Mittelmeer. GNV Polaris vom Stapel gelaufen. In der 2022er Dezemberausgabe Fährnews aktuell berichteten wir über den Konstruktionsstart der ersten von mehreren neuen Fähren für die italienische Grandi Navi Veloci, kurz GNV. Besagter Neubau von der chinesischen Guangzhou Werft ist nun vom Stapel gelaufen und wird weiter ausgerüstet. Das Schiff mit dem Namen GNV Polaris soll mit einer Länge von 218 Metern, 3100 Lademetern und einer Kapazität von 1500 Passagieren gegen Ende des Jahres abgeliefert werden. 3 weitere Fähren sollen folgen, von denen 2 über einen LNG-Antrieb verfügen sollen. Moby Legacy ausgeliefert. Die Moby Legacy, der zweite von Moby bestellte Neubau, wurde von der GSI-Werft in Guangzhou abgeliefert. Sie wird zusammen mit ihrer Schwester Moby Fantasy die Route zwischen Livorno und Olbia bedienen. Die Moby Legacy, die ursprünglich Moby Magic heißen sollte, hat eine Länge von 237 Metern, eine Breite von 32 Metern und eine Frachtkapazität von 3800 Lademeter. Sie bietet Platz für 3000 Passagiere, für die 441 Kabinen zur Verfügung stehen. Das LNG-fähige, mit einem Scrubber ausgestattete Schiff wird von 4 Wärtsilärmotoren angetrieben, die eine Reisegeschwindigkeit von über 23,5 Knoten ermöglichen. Derzeit befindet sich das Schiff laut Marine Traffic auf dem Weg nach Italien. Das war es nun aber mit der Januar-Ausgabe Fährnews aktuell in 2024. Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Wenn du sonst Anmerkungen oder Wünsche hast, schreibe uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du noch nicht genug Fährnews hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fährnews aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um die Ablieferung der Fincanopus, den Stapellauf der neuen Scandlines-Fähre und einige neu eröffnete Fährrouten. Viel Spaß dabei und bis bald!